Hallo. Die Grundlagen der Rechentechnik richten sich an Einsteiger, die verstehen wollen, was auf der untersten Ebene in einem Computer passiert. Es geht also nicht darum, wie man in Windows auf irgendwelche Bildchen klickt. Das können die meisten schon. Einige werden sich jetzt fragen, wieso Teil 2? Wo ist denn der erste Teil? Den gab es tatsächlich schon. Das ist aber schon sehr lange her, so etwa 2,5 Jahre. Damals ging es darum, warum elektronische Rechner mit dem binären Zahlensystem arbeiten und nicht, wie wir es gewohnt sind, mit dem Dezimalsystem. Und es wird der Umgang mit den verschiedenen Zahlensystemen erklärt. Ich denke, es ist jetzt Zeit für eine Fortsetzung. Um es nicht unnötig kompliziert zu machen, nehme ich als Beispiel einen alten 8-Bit-Prozessor, der damals recht verbreitet war, den Z80, der 1976 auf den Markt kam, beziehungsweise den kompatiblen DDR-Typ U880. Der kann sich zwar nicht mit modernen Prozessoren vergleichen, das Grundprinzip ist aber das gleiche geblieben. Zu seiner Zeit wurde er universell eingesetzt. Man fand ihn in Spielautomaten, in den ersten Heim- und Bürocomputern oder in Fahrkarten- oder Bankautomaten. Man kann sie sogar heute noch kaufen. Für diverse Anwendungen wie einfache Prozesssteuerung reicht auch heute ein 8-Bit-Prozessor völlig aus. Mein Arduino ist so ein Beispiel. Ich brauche keinen 64-Bit-Prozessor mit 32 GB RAM, um meine Waschmaschine zu steuern. Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Ich habe es ja schon im ersten Teil gesagt. Computer heißt einfach nur Rechner. Egal was ihr macht, ob ihr zockt, einen Brief schreibt oder so wie jetzt ein Video anseht, auf der Prozessorebene werden einfach nur Zahlen verarbeitet. Um damit was anfangen zu können, muss man den Zahlen eine Bedeutung zuordnen. Je nach Aufgabe arbeitet der Prozessor ein bestimmtes Programm ab, welches auch wieder nur aus Zahlen besteht, die er interpretieren muss. Bevor wir den Prozessor etwas genauer unter die Lupe nehmen, sehen wir uns das Zusammenspiel der Komponenten in einem Rechner an. Mit dem Prozessor allein können wir noch nicht viel anstellen, denn der verarbeitet nur die Daten. Abgelegt werden sie in einem externen Speicher. Dort findet der Prozessor auch das Programm, das er abarbeiten soll. Damit er nicht einfach nur so vor sich hin arbeitet, brauchen wir noch entsprechende Ein- und Ausgabeschnittstellen. Zum Beispiel zum Anschluss einer Tastatur oder Maus zur Dateneingabe oder zur Datenausgabe auf einen Bildschirm oder Drucker. Alle diese Komponenten werden über einen Systembus miteinander verbunden, der im Prinzip aus 3 Teilen besteht. Was ist eigentlich ein Bus? Es ist einfach ein System von parallelen Datenleitungen. Da hätten wir als erstes den eigentlichen Datenbus. Bei einem 8-Bit-Prozessor sind das 8 Leitungen. Jede Leitung stellt eine Stelle einer Binärzahl dar. Je nach Pegel, Low oder High auf jeder Leitung, lassen sich 2 hoch 8, also 256 Zahlenwerte darstellen. Da alle Komponenten parallel mit dem Datenbus verbunden sind, würde es ein ziemliches Datenchaos ergeben, wenn der Verkehr auf dem Datenbus nicht geregelt werden würde. Dazu dient der Steuerbus. Über die Steuerleitung wird festgelegt, wer darf Daten auf dem Bus geben und wer darf sie lesen. Also will die CPU Daten an den Speicher oder ein externes Gerät senden oder Daten empfangen. Oder meldet sich ein externes Gerät und sagt, ich habe wichtige Daten, nehmt mich mal sofort ran. Das reicht aber immer noch nicht, um den Datenfluss in die richtige Richtung zu lenken. Wenn die CPU in den Speicher schreiben will, muss noch geklärt werden, in welcher Speicherzelle soll denn der Wert abgelegt werden. Sollen die Daten über eine Ausgabeschnittstelle gesendet werden, muss auch klar sein, an welches Ausgabegerät die Daten gehen sollen. Und das passiert nach dem gleichen Prinzip wie bei der Post. Wenn ich einen Brief verschicke, muss ich den Empfänger draufschreiben, also seine Adresse. Und genauso funktioniert das im Rechner. Jede Speicherzelle und jede Ein- und Ausgabeschnittstelle hat eine Adresse. Diese wird dann über den dritten Bus, den Adressbus, ausgegeben. Der hat aber selbst beim Z80 nicht nur 8, sondern 16 Bit, denn mit 8 Bit könnte man nur 256 Speicherzellen adressieren. Mit 16 Bit lassen sich 2 hoch 16 Speicherzellen ansprechen, das sind maximal 64 Kilobyte. Für heutige Verhältnisse natürlich verdammt wenig. Bei 32 Bit sind es dann schon 4 Gigabyte
und bei der heute üblichen 64-Bit-Technik etwa 18 Exabyte, also 18 Trillionen Byte. Das sollte für die nächsten Jahre erstmal reichen. Wenn jetzt also die CPU zum Beispiel eine Zahl im Speicher ablegen möchte, legt sie den Wert auf den Datenbus. Die Adresse der Speicherzelle wird auf den Adressbus gegeben. Und am Steuerbus wird angezeigt, dass es sich um eine Schreiboperation der CPU handelt und dass der Wert auf dem Adressbus eine Speicheradresse ist. Sehen wir uns mal die wichtigsten Anschlüsse beim Prozessor an und was sie bedeuten. Diese 3 Anschlüsse sind für die grundlegende Funktion notwendig. Das sind die Versorgungsspannung und der Eingang für einen externen Taktgenerator, der die Arbeitsgeschwindigkeit des Prozessors bestimmt. Jede Aktion des Prozessors benötigt eine bestimmte Anzahl von Systemtakten. Die Anschlüsse hier auf der rechten Seite dürften klar sein. Das sind einmal die 8 Leitungen für den Datenbus und der 16-Bit-Adressbus. Über die restlichen Anschlüsse erfolgt die Steuerung. Der Strich über der Bezeichnung zeigt eine inverse Logik an. Der Anschluss ist aktiv bei einem Low-Pegel. Memory Request erklärt die Adresse auf dem Adressbus zu einer Speicheradresse. Wenn I/O Request aktiv ist, liegt die Adresse für eine Ein-Ausgabeschnittstelle an. Dabei werden nur die untersten 8 Bit der Speicheradresse ausgewertet, denn mehr als 256 Schnittstellen muss man nicht adressieren. Read und Write bestimmen die Richtung des Datentransfers, also ob der Prozessor Daten liest oder schreiben möchte. Das Haltsignal wird ausgesendet, wenn der Prozessor aufgrund eines Befehls die Abarbeitung unterbricht. Eine Fortsetzung ist nur nach einem Reset oder Interrupt möglich. Ein Wait-Signal wird von einer langsameren externen Baugruppe ausgesandt, um die Geschwindigkeit des Prozessors anzupassen. Was es mit den Interrupt-Signalen auf sich hat, werden wir später noch sehen. Reset ist wohl selbsterklärend. Der Prozessor startet die Programmabarbeitung wieder ganz am Anfang. Über Bus Request zeigt eine angeschlossene Funktionseinheit an, dass sie selbst den Systembus zur Steuerung benötigt. Die CPU quittiert das mit dem Signal Bus Acknowledge. Wie sieht das Innenleben des Prozessors aus? Neben einer Rechen- und Steuerlogik gibt es eine Reihe von 8-Bit-Registern, die mit den Buchstaben des Alphabets bezeichnet werden. Das sind einfach Speicherzellen, in denen ein Byte Platz hat. Die unteren 3 Registerpaare, also BC, DE und HL, lassen sich zu Doppelregistern zusammenfassen. So kann mit nur einem Befehl ein 16-Bit-Wert gelesen oder geschrieben werden. Darüber hinaus gibt es noch 4 16-Bit-Register, die hauptsächlich für Speicheradressen genutzt werden. Das sind die Indexregister IX und IY sowie ein Programmcounter, ein Befehlszähler, in dem die Adresse für den nächsten Befehl steht, die die CPU ausführen soll. Nach jedem Befehl wird der Programmcounter hochgezählt. Und ein Stackpointer. Diese Adresse zeigt auf einen speziellen Zwischenspeicherbereich, den sogenannten Stapel- oder Kellerspeicher. Wie der funktioniert, sehen wir später. Zu den 8-Bit-Registern gibt es einen alternativen Registersatz. Die lassen sich nicht einzeln beschreiben, es ist aber möglich, mit einem Befehl die Inhalte der beiden Registersätze auszutauschen. Das kann nützlich sein, wenn der Prozessor einen alternativen Programmcode ausführen will, die Werte in den Registern aber nicht verloren gehen sollen. Eine besondere Rolle kommt dem sogenannten Flag-Register zu. Hier werden entsprechend der Ergebnisse von Berechnungen einzelne Bits gesetzt. Diese können ausgewertet und für bedingte Programmverzweigungen genutzt werden. Das Vorzeichen-Flag ist gesetzt, wenn das höchstwertige Bit eines Ergebnisses 1 ist. Bei vorzeichenbehafteten Zahlen wird dieses Bit als negatives Vorzeichen interpretiert. Das Zero-Flag ist 1, wenn das Ergebnis einer Berechnung 0 ist. Wenn das Ergebnis größer als 256 wird, entsteht ein Übertrag, der in das Carry-Flag geschrieben wird. Das Half-Carry-Flag zeigt den Übertrag vom 4. zum 5. Bit an.
Der Vollständigkeit halber muss man noch das I- und R-Register erwähnen. Die werden für die Interrupt-Behandlung und für das Auffrischen der Informationen im RAM benutzt. Um die Vorgänge zu verstehen, müssen wir an den Anfang gehen und der beginnt mit einem Reset. Der Befehlszähler wird auf 0 gesetzt. Das heißt, der Prozessor sucht seine erste Anweisung an der Speicheradresse 0. Bei einem dynamischen Schreib-Lesespeicher stehen nach dem Einschalten dort aber irgendwelche zufälligen Werte. Damit würde der Prozessor jetzt wilde Sachen machen, denn der interpretiert das ja als Befehle. Deshalb wird der untere Speicherbereich mit einem Festspeicher verbunden, also einem Speicher, in dem das Programm auch nach dem Ausschalten erhalten bleibt. Hier stehen jetzt Programmroutinen, die den Prozessor nach dem Einschalten zunächst mal mit seiner Peripherie vertraut machen, also wie er zum Beispiel mit Tastatur und Bildschirm umgehen muss. Danach muss eine Art Betriebssystem gestartet werden, welches dann die Eingaben in maschinenlesbarer Form an den Prozessor weitergibt. Beim PC ist das zweigeteilt. Zunächst startet er das BIOS, das Basic Input-Output System, wo alle hardware-relevanten Dinge verarbeitet werden. Danach wird das eigentliche Betriebssystem, je nachdem was im BIOS eingestellt ist, von Festplatte, CD oder USB-Stick gestartet. Um die Arbeit so eines Prozessors mal live mitzuverfolgen, habe ich meinen alten ersten Rechnerbausatz reaktiviert. Hier etwas versteckt sitzt der Prozessor. Es gibt zwei programmierbare Festspeicherschaltkreise. Einen, wo der Zeichensatz hinterlegt ist, der auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, und einen zweiten, der quasi BIOS und Betriebssystem vereint und hier Monitorprogramm genannt wird. Der RAM hatte im Original eine Größe von 16 Kilobyte. Das war sehr wenig, vor allem wenn man in BASIC programmieren wollte. Der BASIC-Interpreter brauchte selbst schon 10 Kilobyte. Da blieb nicht mehr viel für das eigentliche Programm. Darum habe ich mühsam die Speicherschaltkreise ausgelötet und durch größere ersetzt, sodass jetzt die vollen 64 Kilobyte nutzbar sind. Eine Grafikkarte gab es noch nicht. Die Bildausgabe erfolgt durch einen TV-Konverter über einen ganz normalen analogen Fernseher. Um Programme dauerhaft zu speichern und wieder zu laden, kann über eine Diodenbuchse ein Tonbandgerät angeschlossen werden. Zur Eingabe wurde eine kaum brauchbare Folientastatur mitgeliefert. Deshalb habe ich mir eine Tastatur aus dem Bastlerbedarf entsprechend umgestrickt. Für die Darstellung der Speicherinhalte und Befehle wird sinnvollerweise die hexadezimale Schreibweise benutzt, weil man so nur 2 Stellen braucht, um ein Byte darzustellen. Wer damit nicht vertraut ist, sollte sich unbedingt den Teil 1 ansehen. Der Festspeicher beim Z1013 belegt die ersten 4 Kilobyte des Speichers. Die eigenen Programme kann man also erst ab der Adresse 1000 hexadezimal laufen lassen. Um ein Programm in Maschinensprache schreiben zu können, muss man wissen, welcher Zahlenwert für einen bestimmten Befehl eingegeben werden muss. Ich habe damals die Tabellen mit den wichtigsten Befehlen abfotografiert und vergrößert. Kopierer hatten wir damals noch nicht. So ein Befehl kann aus nur einem Byte bestehen, aber auch 2, 3 oder 4 Byte lang sein. Das sind zum Beispiel Ladebefehle. Ein bestimmter Wert wird in ein Register oder den Speicher geladen. Mathematische Operationen, Addition, Subtraktion und bzw. oder Verknüpfung. Mit Compare vergleicht man 2 Werte. Und man kann inkrementieren oder dekrementieren, das heißt einen Wert um 1 erhöhen oder verringern. Ganz wichtig für die Programmverzweigungen sind Sprungbefehle. Und die können an bestimmte Bedingungen geknüpft sein. Hier kommt wieder unser Flag-Register ins Spiel. Also Jump Z bedeutet, springe, wenn das Zero-Flag gesetzt wurde. Oder bei NZ, Not Zero, wenn es nicht gesetzt ist. Und das kann man auch beispielsweise mit dem Carry-Flag machen. Insgesamt kennt der Z80 fast 700 verschiedene Anweisungen. Sehen wir uns das jetzt mal an einem konkreten Beispiel an. Dazu habe ich ein kleines Programm entworfen.
Bitte nicht den Sinn des Programms hinterfragen, es dient einfach nur dazu, mit einfachen Befehlen bestimmte Vorgänge zu zeigen. Und es geht los mit einfachen Ladebefehlen. In das A-Register soll der Wert 23 geladen werden. Das ist jetzt aber eine Hexadezimalzahl und deshalb ist das nicht wirklich die 23, sondern dezimal wäre das die 35. Im nächsten Schritt kommt der Wert 7f, das sind 127, in das B-Register. Dann wird der Wert in B in das Register C geladen. Der nächste Befehl heißt addiere C. Die Frage ist jetzt mit was? Im Zweifel ist das A-Register. Dem kommt eine besondere Bedeutung zu. Addiere C heißt, addiere zu dem Wert in A den Wert aus C. Das Ergebnis steht dann im A-Register. Jetzt laden wir das Ergebnis aus dem A-Register in das Register D. Das Doppelregister HL soll mit dem 16-Bit-Wert 1FFF geladen werden. Und im nächsten Schritt wird der Wert um 1 erhöht. In das A-Register kommt jetzt die Zahl 4. Danach kommt ein Ladebefehl, der etwas anders aussieht. Vor dem Komma steht ja immer das Ziel und nach dem Komma die Quelle. Die Zahl im D-Register, die ja nur ein 8-Bit-Wert ist, wird jetzt nicht in das HL-Register geladen. Die Klammern bedeuten, der Wert kommt in den Speicher und zwar an die Adresse, die im HL-Register steht. Wir inkrementieren jetzt die Zahlen im D- und HL-Register, ziehen vom Wert in A1 ab und jetzt kommt eine Sprunganweisung. Es gibt direkte Sprünge an eine bestimmte Adresse oder relative Sprünge von der aktuellen Adresse nach vorn oder zurück. Der Vorteil von relativen Sprüngen ist, dass man das Programm beliebig im Speicher verschieben kann, ohne es anpassen zu müssen. Allerdings sind nur Sprünge von 127 Byte vor und zurück möglich. JR steht für Jump Relative und die Bedingung lautet Not Zero, also wenn das Ergebnis der letzten Operation nicht 0 ist. Das letzte, was wir gemacht haben, war von A1 abzuziehen. Da wir A mit dem Wert 4 geladen haben, wird diese Schleife 4-mal durchlaufen. Der Rest des Programms sind wieder Ladebefehle. Hier wird eine Speicherzelle kopiert. Der Wert, der in der Speicherzelle 2001 steht, kommt in das Register A und wird dann an die Adresse 1030 geschrieben. Am Ende wollen wir wieder in unser Monitorprogramm zurück, damit der Rechner wieder Eingaben annimmt. Die Einsprungadresse ist die 38, deshalb der Befehl Restart 38. Um das Programm eingeben zu können, müssen wir das jetzt in den Maschinencode übersetzen. Wir laden A mit einer Zahl. Der Befehl braucht 2 Byte, 3E und die Zahl, die wir laden wollen, also 23. Bei dem B-Register wäre das die 06 plus die Zahl. Wenn wir C mit dem Inhalt von B laden wollen, reicht 1 Byte aus, nämlich die 48. Die Addition mit C ist die 89 und so geht das weiter. Bei 16-Bit-Zahlen wird immer erst das niederwertige Byte geschrieben. Interessant wird es nochmal beim Sprungbefehl. JR bei Not Zero ist die 20. Und im zweiten Byte muss die Sprungweite stehen. Bei den Zahlen 01 bis 7F wird vorwärts gesprungen. Bei den Werten 80 bis FF ist das erste Bit gesetzt und wird als Minuszeichen gesehen. Da wir zurückspringen wollen, müssen wir auch rückwärts zählen. Der Befehlszähler steht nach der Ausführung an dieser Position. Also von hier zurückgezählt FF, FE, FD, FC, FB, FA. Das ist der Befehl, an dem wir springen wollen. Die richtige Sprungweite ist sehr wichtig. Würden wir 1 Byte zu weit springen, würde die CPU jetzt mit der 04 als Befehl weitermachen. Und der heißt inkrementiere B.
Das Programm wollen wir jetzt mal Schritt für Schritt ausführen. Im Speicher ab 1000 stehen nach dem Einschalten irgendwelche Werte. Damit wir besser sehen, was passiert, beschreibe ich den Speicher bis zur Adresse 1100 mit Nullen. Und das gleiche nochmal ab Adresse 2000. Kontrollieren wir das mal. In Ordnung. Dann kann ich jetzt das Programm ab Adresse 1000 eingeben. So sieht das jetzt aus. Damit das Programm Schritt für Schritt abgearbeitet wird, setze ich einen Breakpoint an die erste Adresse. Wir bekommen bei jedem Schritt den Inhalt der Register angezeigt. Hier steht immer der nächste Befehl. Und hier der Inhalt der wichtigsten Flags. Der Programmcounter steht jetzt noch nicht auf der 1000, da das Programm noch nicht gestartet ist. Mit Next kann ich einen Schritt vorwärts gehen. In das A-Register sollte der Wert 23 geladen werden. Der Befehlszähler steht auf 1002, denn die ersten 2 Bytes wurden abgearbeitet. Nächster Schritt, die 7F kommt in das B-Register. Anschließend kommt die gleiche Zahl in das Register C. Jetzt wird A mit C addiert. 35 plus 127 ergibt 162 oder in Hexadezimal A2. Und weil bei dem Ergebnis das erste Bit gesetzt ist, geht das Vorzeichenfleck auf 1. Jetzt wurde das Ergebnis in das D-Register geschoben. HL wird mit 1FFF geladen und um 1 erhöht. In das A-Register kommt unsere Laufvariable 04 für die Schleife. Jetzt wird die Zahl A2 aus dem D-Register in die Speicherzelle 2000 geschrieben. Das können wir hier erst einmal noch nicht sehen. D wird erhöht auf A3, HL auf 2001 und A wird 1 runtergezählt. Der Wert in A ist noch größer als 0, weshalb das Zero-Flag nicht gesetzt wurde. Das heißt, wir springen jetzt wieder zurück an die Adresse 100D und die Schleife beginnt von vorn. Jetzt wird der Wert A3 aus dem D-Register an die Adresse 2001 geschrieben, D und HL um 1 erhöht, von A1 abgezogen und das geht jetzt so lange, bis A 0 wird. Jetzt ist das Zero-Flag gesetzt und die Sprungbedingung ist nicht mehr erfüllt. Darum geht es jetzt weiter vorwärts. Jetzt laden wir die Adressen für die nächsten Aktionen in das BC und HL-Register. Der Wert aus der Adresse 2001 steht jetzt im A-Register. Und mit dem nächsten Befehl schreiben wir den an die Adresse 1030. Das war's. Sehen wir uns noch den Speicherinhalt an. In den Adressen 2000 bis 2004
steht das Ergebnis unserer Schleife. Und den Wert A3 haben wir noch kopiert. Hier steht er. Wie funktioniert jetzt eigentlich die Bildschirmausgabe? Jedem Zeichen aus dem Zeichensatz ist wieder ein Zahlenwert zugeordnet. Man orientierte sich da an dem amerikanischen ASCII-Code. Der Code war deshalb schon nicht universell, weil man in anderen Sprachen andere Zeichen brauchte. Im Deutschen brauchen wir beispielsweise noch die Umlaute. Bei insgesamt 256 möglichen Zeichen bei einem Byte bleibt noch Raum für Sonderzeichen. Bei Heimcomputern wurden da gern grafische Elemente eingebaut, mit denen man mit etwas Fantasie Bilder erzeugen konnte. Unter anderem auch sowas wie Schachfiguren. Der Bildspeicher war beim Z1013 einfach ein Teil des RAM, und zwar der Bereich von EC00 bis EFFF. Das ergibt 32 mal 32 Zeichen. Um ein Zeichen auf dem Bildschirm auszugeben, wird einfach der zugehörige Wert in die Speicherzelle geschrieben. In den Unterlagen gibt es ein kleines Übungsprogramm, welches genau das tut. Es soll 6 Schachfiguren in der Mitte des Bildschirms zeichnen. Wer will, kann ja selber mal die Funktion des Programms analysieren. So schwer ist das nicht mehr, nach dem, was wir jetzt wissen. Das eigentliche Programm endet hier. In den folgenden Speicherzellen stehen die darzustellenden Zeichen. Ich habe das schon eingegeben. Vor der Ausführung werde ich aber erstmal den Bildschirm löschen. Dazu fülle ich den Bildspeicher mit Leerzeichen. Das ist der Wert 2.0 hexadezimal oder 32 Dezimal. Und jetzt starte ich das Programm. Heutige Computer haben natürlich eine viel größere Auflösung und es kann jeder einzelne Bildpunkt manipuliert werden. Bei einer Farbtiefe von 24 Bit, das entspricht True Color, braucht jeder Punkt 3 Byte Speicher. Zur Entlastung der CPU sind moderne Grafikkarten selbst kleine Computer mit eigenem Prozessor und Bildspeicher. 2 Dinge müssen wir noch klären. Einmal, was hat es mit den Interrupts auf sich? Nehmen wir als Beispiel, ich drücke eine Taste auf der Tastatur. Dann soll auf dem Bildschirm das entsprechende Zeichen erscheinen. Damit der Prozessor das mitbekommt, könnte er ständig in kurzen Abständen die Tastatur abfragen. Dazu müsste er laufend sein Programm unterbrechen. Das Gleiche müsste er aber auch noch tun mit den ganzen anderen Eingabegeräten. Das führt dazu, dass er fast nur noch damit beschäftigt ist. Bei den früher langsamen Computern könnte sogar ein kurzer Tastendruck übersehen werden, weil der Prozessor gerade mit etwas anderem beschäftigt war. Die Lösung heißt Interrupt. Der Prozessor kann zunächst mal ungestört sein Programm ausführen. Sobald auf der Tastatur eine Taste gedrückt wird, fordert sie über den Steuerbus eine Programmunterbrechung an. Der Prozessor fragt die Tastatur ab und stellt das Zeichen dar. Danach kann er wieder normal weiterarbeiten. Statt ständig die Geräte abzufragen, muss der Prozessor nur reagieren, wenn wirklich was passiert. Zusätzlich zum Interrupt muss natürlich eine Nummer übermittelt werden, damit die CPU weiß, wer den Interrupt angefordert hat und welchen Programmcode sie ausführen soll. Und jetzt noch ein Blick auf den Stack, den Stapelspeicher. Er bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, 16-Bit-Werte zwischenzuspeichern. In der Regel sind das Adressen. Mit einem Push-Befehl kann der Inhalt eines Doppelregisters auf den Stapel abgelegt und mit einem Pop-Befehl wieder zurückgeholt werden. Der Speicher arbeitet nach dem Prinzip Last in, First out. Die Werte werden im Speicher quasi übereinander gestapelt und der Stapel muss in umgekehrter Reihenfolge wieder abgetragen werden. Die aktuelle Position wird durch den Stack-Pointer angezeigt. Auch hier habe ich zur Demonstration ein kleines Programm geschrieben. Zunächst werden die Doppelregister B, C, D, E und HL beschrieben. Dann werden die Werte der Reihe nach im Stack abgelegt und hinterher zurückgeholt in die Indexregister. Der Stackpointer zeigt auf die Adresse 0090.
Er zeigt also auf diese Adresse. Im Speicher stehen zufällige Werte. Mit den nächsten 3 Befehlen werden die Doppelregister gefüllt. Der Wert im BC-Register wird abgelegt. Der Stackpointer springt 2 Byte weiter. Das gleiche passiert jetzt mit den beiden anderen Registern. Und so sieht das jetzt im Speicher aus. Der oberste Wert wird in das IX-Register zurückgeholt. Der Stackpointer bewegt sich in die andere Richtung. Der nächste Wert kommt auch noch einmal in das IX-Register. Und der letzte Wert in das IY-Register. Der Stackpointer steht wieder auf 0090. Auch andere Befehle nutzen den Stapelspeicher, zum Beispiel der Call-Befehl, mit dem man Unterprogramme aufruft. Der Prozessor unterbricht das Hauptprogramm und springt an die Adresse des Unterprogramms. Damit er danach weiß, wohin er wieder zurückkehren muss, wird die Adresse aus dem Befehlszähler vorher im Stack abgelegt. Wenn aus dem Unterprogramm auf ein weiteres Unterprogramm verzweigt wird, muss er sich jetzt auch die Adresse aus dem ersten Unterprogramm merken. Deshalb kommt die auf den Stapel. Nach der Abarbeitung der Unterprogramme holt er sich die Rücksprungadressen der Reihe nach wieder zurück. Heute programmiert kaum noch jemand den Prozessor auf diese Art und Weise. Man benutzt höhere Programmiersprachen, wo man die Befehle in Klartext eingibt. Bevor man das Programm zum Laufen bringt, muss eine Software, ein Interpreter oder Compiler das machen, was ich hier von Hand gemacht habe. Das Programm in eine maschinenlesbare Form umwandeln. Im Prinzip sollte das Ergebnis am Ende gleich aussehen, egal welche Programmiersprache man verwendet hat. Ich finde, es kann aber trotzdem nicht schaden, mal gesehen zu haben, was auf der untersten Rechnerebene passiert. Das Video ist mal wieder etwas länger geworden als üblich. Ich wollte aber den einführenden theoretischen Teil mit den praktischen Versuchen in ein Video bringen und das nicht nochmal in 2 Teile teilen. Ich hoffe, ihr fandet das Video und den kleinen Blick in die Anfangszeit der Computer interessant. Vielleicht hat der eine oder andere noch was dazugelernt. Ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Macht's gut.